Ein Unternehmen mit heterogenen Systemen, wie setzt man da einen Standard? Schnell soll es gehen, flexibel sein, nachhaltig und kostengünstig natürlich auch, transparent und effizient. Mit einem Wort, wie gelingt digitale Transformation? Die Anforderungen sind enorm, die Angebote vielfältig. Was aber passt und worauf kommt es individuell an? Darüber wollen wir reden mit dem Hersteller der Low-Code-Plattform Simplifier. Mein Name ist Ralf Czepanski, willkommen bei The Business Debate. Christopher Bouverie, Christian Kleinschroth, welche Rolle spielt Zeit in Ihrem Business? Zeit spielt eine sehr entscheidende Rolle in unserem Business. Es geht bei uns um Digitalisierungsprojekte, die wie jedes Projekt aus dem magischen Dreieck Qualität, Zeit und Kosten bestehen. Und wir möchten Technologie, diese drei Faktoren, positiv beeinflussen. Die Zeit verringern wir, indem wir Applikationen schneller entwickeln können als mit herkömmlichen Programmiermethoden. Die Qualität verbessern wir, indem wir standardisierten Code erzeugen, der qualitätsgeprüft ist. Und die Kosten verringern wir, indem wir keine hochpreisig bezahlten, spezialisierten Entwickler mehr benötigen, sondern schon ein IT-Einsteiger mit der Technologie Digitalisierungslösungen umsetzen kann. Es heißt, der Bedarf an mobilen Anwendungen steigt 5-mal schneller als die zur Verfügung stehenden IT-Kapazitäten. Was heißt das in letzter Konsequenz? Das liegt vor allem daran, dass eben Fachkräftemangel herrscht. Es ist sehr schwierig, qualifiziertes Personal für diese Digitalisierung zu finden. Das zweite Thema ist, dass die IT klassisch damit betraut ist, Softwaresysteme zu administrieren und zu verwalten, also weniger Software zu entwickeln. Und das dritte ist, dass eben genau aus diesem Grund die Fachbereiche auf dem Markt Insellösungen einkaufen für ganz spezifische Prozesse, um diese zu digitalisieren, was wiederum dann von der IT verwaltet werden muss. Das heißt, in Summe entsteht dann da auch wieder ein Teufelskreis. Das heißt, aus Ihrer Sicht kommt es worauf an? Am Ende kommt es darauf an, Digitalisierung ganzheitlich zu betrachten, eine technologische Basis zu wählen, auf der solche Projekte umgesetzt werden können. Das gibt einem dann auch die nötige Flexibilität, um letztlich Unternehmen es zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist, nämlich ihr Geschäft. Und warum glauben Sie, dass Low-Code-Plattformen genau dafür der richtige Schlüssel sind? Low-Code-Plattformen sind ein Werkzeug, um genau diese Themen anzugehen. Wir bieten mit Low-Code eine schnelle Anwendungsentwicklung durch Konfiguration statt diese traditionell zu programmieren. Wir ermöglichen es, die bereits bestehenden Systeme zu integrieren. Damit sichern wir auch die bereits getätigten Investitionskosten in einen Softwarehersteller. Wir können mit Low-Code die wiederverwendbare Bausteine nutzen. Das heißt, wir müssen auch nicht jede Applikation wieder von vorne neu erstellen, sondern haben verschiedene Elemente, die wir zusammenstellen. Und wir unterstützen vor allem das mobile Arbeiten. Das heißt, dass ein Anwender, der sein Büro verlässt und im Feld arbeitet, auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Kontext auch die Daten bekommt auf dem richtigen Gerät. Und am Ende des Tages kümmert sich Low-Code nicht nur um die Erstellung von Digitalisierungslösungen, sondern um den kompletten Lebenszyklus einer Lösung. Das heißt, von der Erstellung bis zur Auslieferung an den Kunden, über den Test bis zur stetigen Wartung und Optimierung ist alles in einer Plattform verhaftet. Aber ist die Gefahr nicht groß, dass Unternehmen, die auf so eine Plattform setzen, sich wieder Spezialsoftware von einem Spezialanbieter ins Haus holen? Könnte man meinen, ja. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt. Wir setzen auf offene Webstandards, die eine große Entwickler-Community haben. Das heißt, wir reden von über 80.000 qualifizierten Entwicklern, die mit dieser Technologie arbeiten können. Wir integrieren nicht nur Lösungen, die wir selber erstellt haben, sondern wir setzen auch Technologien von bereits etablierten Herstellern im Softwaremarkt ein, wie eine SAP, eine Intel, eine Oracle, und integrieren die zu einer Gesamtlösung. Und damit hat der Kunde natürlich auch die notwendige Flexibilität und vermeidet dadurch, dass er sich an einen Hersteller zu stark bindet oder Technologie nutzt, die er dann nicht selber beherrscht. Unterm Strich heißt das aber, Unternehmen, die auf so eine Plattform setzen, werden selbst zum Problemlöser? Ja, das langfristige Ziel ist definitiv, dass Unternehmen diese Fähigkeit selber erwerben. Wir erleben aber, dass die meisten Unternehmen immer noch darauf setzen, diese Digitalisierungsprojekte durch externe Dienstleister
umsetzen zu lassen. Hier bieten wir in unserem Ökosystem eben auch verschiedene Implementierungspartner, die dabei unterstützen können, mit unserer Technologie solche Projekte umzusetzen und auch ein Fundus aus vorgefertigten Lösungen, die bereits entwickelt wurden, sodass man nicht immer bei Null anfangen muss, sondern auf bereits etablierten Lösungen aufsetzen kann, was wiederum dazu führt, dass wir die Art und Weise, wie Software erstellt und genutzt wird, revolutionieren, damit eben Unternehmen sich auf das Wesentliche konzentrieren können, nämlich ihr Hauptgeschäft. Christopher Bouveret, Christian Kleinschroth, vielen Dank für Ihren Blick aufs Business und wir sehen uns wieder bei der nächsten Business Debate. Bis dahin.